Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Minigame Tuesday. Heute spielen wir mal wieder GeoGuessr. Haben wir jetzt eine Zeit lang nicht gemacht, aber heute ist es mal wieder an der Zeit. Okay. Irgendwie so hier, was mir direkt auffällt, diese Seitenwände von den Häusern sehen extrem komisch aus. Okay, warte mal, da vorne ist Allee Rudolfe Rux. Das ist ein gelbes Kennzeichen. Aber ich glaube, ich kann da so ein bisschen blau links erkennen, oder? Das hieß, es wäre ein europäisches Land. Ah, okay, wir sind in Frankreich. Das ging easy. Okay, als ich hier eben diese Schilder mit Parkplatz Casino gesehen habe, ne, habe ich mir ein bisschen was anderes vorgestellt als das hier. D102. Das ist doch gar nicht mal so schlecht, oder? Wenn ich die jetzt finden kann. Wir befinden uns auf der 102. Wir haben gestartet in Cailloux-sur-Mer. Das bringt mir allerdings leider erstmal nichts. Nach der Stadt habe ich nämlich gerade gesucht und sie nicht gefunden. Aber der Name würde vermuten lassen, dass wir uns irgendwo am Meer befinden. Brutelles. D940. Okay, da haben wir noch eine weitere Straße. Aha! A28 und A16. A16 ist da. Und da ist die A28. Das heißt, wir müssen irgendwo in der Nähe sein, wo die beide sind. D940. Da bin ich eben durchgefahren. Durch Lancheres. Warte mal. Und davor war ich Brutelles. Ja, wir kommen der Sache näher. Hier irgendwo müsste die D102. Da. Und da ist Cailloux-sur-Mer. Okay. So, jetzt gehe ich zum Start zurück. Hier ist ja auch literally direkt das Meer, ey. Naja, okay. Ich bin in die Richtung gefahren und dann hier direkt, das hier war direkt die D100. Nee, das war nicht direkt die D102. Moment, dann bin ich, da ist das Casino. Ist hier? Da ist Rue Adolphe Rux. Okay. Ja, das ist die da. Ich bin zwischen diesen beiden Straßen. Ungefähr in der Mitte, würde ich sagen. 4 Meter. Sehr nice. Next round. Oh, das gefällt mir. Das gefällt mir. Das ist eine sehr urbane Gegend. Ich würde sagen Nordamerika von der Form der Kennzeichen und auch vom Aussehen der Straße her. Und von diesem Pickup-Truck. Englischsprachig, ja. Ich würde sagen, das sind wahrscheinlich die USA. State Street. Und wir sind gestartet in der Bradley Street. Okay. Das sind schon mal gute Informationen. Hä? Ist das eine. Warte mal, ist das eine polnische Flagge? Nee, das kann nicht sein, oder? Aber da ist eine amerikanische Flagge, okay. Moment, was hat Polen oben? Hat Polen weiß oben? Nee, Polen hat Polen rot oben. Weil das sieht verdammt nach dem polnischen Siegel aus, hätte ich jetzt gesagt.
Aber eine polnische Flagge würde ja gar keinen Sinn machen. Aha. So. Da haben wir doch schon gute Hinweise. Interstate 91 und Interstate 95. 95. Ach, guck mal. Ja gut. Jetzt brauche ich noch die Interstate 91. Ey, das ging jetzt schnell. 91. Da ist 95 und 91. Okay, also ich bin jetzt auf der 91. Und gleich kommt irgendwann die Kreuzung zur 95. Dann gucke ich mal, welche Ausfahrt das hier ist. 6. Okay, stehen hier die Ausfahrten dran? 8. 4, nee, da, 6. Das ist 6. Okay. Warte mal, da war ich doch hier. Da ist dieser, genau, da ist dieser Fischmarket, da war ich. Nochmal zurück zum Anfang. In die Richtung bin ich. So, hier ist nämlich die Kreuzung State Street, Bradley Street. Da. Da sind so ganz viele Häuser zusammen. Und dann da sind so mehrere Häuser zusammen. Ich müsste ungefähr da sein. 5 Meter. Bis jetzt läuft's. Okay, wir scheinen uns in irgendeinem öffentlichen... Nein, oder? Ich kann mich nicht bewegen. Ja genau, wie soll ich denn so herausfinden, wo ich bin, wenn ich mich nicht bewegen kann? Hä? Ja, ist ja unmöglich. Richtig. Ist ja voll der Betrug. In der Tat. Ich sag jetzt einfach irgendwo Osteuropa. Das kann ich ja nicht wissen. Genau. Irgendwo im Iran. Ja, woher hätte ich das wissen sollen, ganz ehrlich? Da war halt kein einziger Hinweis. Da haben Sie recht. Okay, englischsprachig. Und wir scheinen hier direkt eine relativ große Straße zu haben. Das ist natürlich praktisch. Trans-Canada Highway. Ist jetzt nur so eine grobe Idee, aber ich glaube, wir sind in Kanada. Aha. Route 1. 71. Lol. Trans-Canada Highway. Nice. Wir fahren Richtung Süden. Ich glaube, das kann eigentlich nur auf diesem Stück hier sein. Weil nur da ist das die 71. Ja, ich sage jetzt einfach da irgendwo Guess. Hä? Was? Da drüben? Komm, letzte Runde. Sneaky, okay. Das klingt osteuropäisch. Aha. Wir haben Straßennummern. P, dann gucke ich doch einfach mal, was haben denn die Länder hier so für Bezeichnungen? P. Ukraine hat P. Unter anderem. 13 ist hier auf jeden Fall. Aber 11 und die anderen sind hier nicht, ne? Ganz davon abgesehen, stimmt, mir fällt auch gerade so auf, Ukraine, dann müsste ja hier eigentlich wahrscheinlich alles in Kyrillisch stehen. Da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Da haben wir auch P. Lettland. P11. P11, P11, P11. P14, P13, ja.
Lol, ich hätte ja auch einfach hier, ne? Da steht ja nicht Groß Riga oder so. Hätte man ja nachgucken können. Naja. P9 Richtung Riga. Da ist ein kleiner See. Da ist ein kleiner See. Könnte das der sein? Oder vielleicht der. Das müsste der See sein. Das ist dann die Straße. Und da ist dieser Kreis. Ja, das ist dieser See. Okay. Gut. Genau. Und dann diese Straße bis zum Ende. Da. Und dann bin ich aus der Richtung gekommen. Da kommt dann Kreisverkehr. Da. Und dann habe ich keine Ahnung mehr, wo ich hergekommen bin. Das müsste dann ja der sein. Und dann ist das hier diese T-Kreuzung. Und das heißt, ich kam von da. Okay, wir nähern uns der Sache. Das hieße, ich bin ungefähr da. 133 Meter. Okay. Dann gucken wir uns das Ganze nochmal an. Ja, hier die erste Runde in Frankreich. Perfekt. Die ist richtig gut gelaufen. Die zweite war auch sehr gut. Ja, die dritte war dann absoluter Betrug, weil ich mich da nicht bewegen konnte und ich literally keinen einzigen Hinweis hatte, wo ich mich befinde. Nicht mal irgendwie, welche Sprache in dem Land gesprochen wird oder so. So, ich hatte halt literally einfach nur einen Park, kein einziges Schild, was ich erkennen konnte, was scharf genug war, wo halt Text drauf war. Also das war unmöglich herauszufinden. Ja, dann hier 4, keine Ahnung. Hätte man vielleicht herausfinden können, aber hätte Ewigkeiten gedauert. Runde 5 war dann wieder perfekt. Also, ich würde sagen, das war okay. War gut für die Orte, die ich bekommen habe. Mal sehen, wir haben es immer noch nicht geschafft, die vollen 25.000 Punkte zu bekommen. Vielleicht schaffen wir es ja das nächste Mal, wenn wir GeoGuessr im Minigame Tuesday sehen. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert auf jeden Fall diesen Kanal. Aber nächste Woche spielen wir natürlich erstmal wieder irgendein anderes Spiel im Minigame Tuesday. Bis dann.